Sommer scheint Sonne, im Winter da schneit's. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Grüezi miteinander und herzlich willkommen in der Hotel Bravo Echo Uniform Quebec. Das erste Mal, dass ich euch mitnehme in diese tolle Maschine von der Flying Ranch in Triengen, mein neuer Homebase oder eine meiner neuen Homebases. Und ja, freut mich sehr, hier zu sein. Und wir werden einen kleinen Ausflug machen, denn ich muss, hab kurz was im Wallis zu tun in Visp. Und da es heute schön Wetter ist, fliegen wir da mal kurz hin. Ist ja mit dem Auto über den Fulka-Pass so 3 Stunden fahren. Unsere Flugroute wird als folgendes aussehen. Wir werden über hier aus Triengen westlich raussteigen, in Richtung Willisau, VOA. Es sind einige Restricted Areas aktiv, deswegen fliegen wir entsprechend, ich werde noch ein bisschen vorholen, deswegen fliegen wir entsprechend ein bisschen westlicher und dann über den Gemi-Pass nach Raron. Ein alter Militärplatz, das mittlerweile ja nur noch zivil genutzt wird. Im Rhonetal. So, canopy closed and locked, check. Seatbelts, shoulder harness fastened. Shoulder harness gibt's bei dieser Maschine nicht. Fuel quantity in Liter, checked, über 100. Fuel selector valve is open, checked. Mixture full rich. Carburetor heater is off. Magnetos are on both. Controls are free. Yes. Trim is takeoff position 4 to 5. Flaps is takeoff position. Checked and locked. Flight instruments and avionics as checked. Machen wir die Lights auch noch an. Ist jemand auf der Bahn am Text rollen? Ah ne, kommt ab. Triengen Hotel Bravo Echo Uniform Quebec is lining up runway 33 for the departure to the west. Approach sector is free. Okay, compass check, runway is identified. Okay, then Hotel Sierra overhead. And Hotel Uniform Quebec is taking off runway 33, departure will be to the west, climbing 4,000 feet. Our airspeed is alive. The Uniform Quebec is abeam right now 4,000 feet, climbing 5,000 feet direction below VOA. Ja, links der wunderschöne Sempacher See und rechts der Jura. Und der Zürich DMA kommt in 6.500 Fuß uns hier entgegen, stört uns jetzt hier nicht. Und wir werden mal 124.7 aufrufen. Hotel Quebec Sierra traffic on your 12 to 1 o'clock position, 4 miles crossing right left at 2,700 feet. Looking after traffic, Quebec Sierra. So, quick information, Hotel Bravo Echo Uniform Quebec, hello. Hotel Bravo Echo Uniform Quebec, quick information, pass message. Hotel Bravo Uniform, correction, Hotel Bravo Echo Uniform Quebec is a DR40, VFR from Triengen to Raron. Current position is overhead Dakmazel and routing will be via Willisau VOR outside of the restricted area towards Thun and Gemipass.
Hotel Uniform Quebec, Hurricane from Quebec UNH 1028 to report your present altitude. 1028, current altitude is 5,100 feet. Hotel Uniform Quebec. Hotel Uniform Quebec, next report Toon. Next Toon, Hotel Uniform Quebec. 5,000 feet. Charlie Papa, we have the Super Puma on our right, left inside. Hotel Charlie Papa. So, warum will Sovioa fliegen? Eben um die aktiven Restricted Areas zu fliegen. Der LSR 15 ist aktiv momentan und auch weiter der RSR 11. Entschuldigung, die ist nicht aktiv, aber die 13 ist nochmal aktiv. Also LSR 13 müssen wir auch umfliegen. Da hinten ist der Pilatus, das erkennt man immer gut. Es ist ein bisschen riesig. Ja, wir fliegen erstmal Richtung Thun. Hotel Bravo Echo Quebec, civic information standby. Passing 6,300 feet. Hotel Uniform Quebec has passed Tunisia acceleration speed at 9,200 feet. Hotel Uniform Quebec for further routing contact Lima information 126.350. 126.350, Ade, Hotel Bravo, Echo Uniform Quebec. Information, Hotel Bravo, Charlie Yankee Hotel. Geneva information, Hotel Bravo Uniform at collection Hotel Bravo Echo Uniform Quebec, bonjour. Hotel Bravo Echo Uniform Quebec from Geneva, call you back. J'ai été bien reçu, Cunage 1027, rappelez sur le retour pour le van. 1027 au retour sur le van, Hotel Juliette bien. Hotel Bravo Echo Uniform Quebec, Geneva, bonjour. Hotel Bravo, correction, Hotel Bravo Echo Uniform Quebec is the DR40. VFR from Lima Sierra Papa November to Lima Sierra Tango Alpha, current position overhead Lima Sierra Golf Romeo at 9,200 feet, further routing via Gemi. Uniform Quebec, Roger, Kenny 2027, next report, Gemi. Next Gemi, Hotel Bravo, Echo Uniform Quebec. Ja, ich habe einen ungefährlichen Passagier an Bord, eine kleine Fliege. Der Gemi-Pass, auch vom Wind geht es sehr, sehr gut. Bin überrascht. Es ist angenehme Terrain. Zückt ein bisschen. Wir haben eine sichere Höhe über der Gemi-Pass, immer 45 Grad Pass anfliegen, aber ja, wir sind so deutlich drüber über den Pass und wir sehen, dahinter ist auch gutes Wetter. Meistens ist es auf der Wallis besser als auf der Ferne-Seite. Passt immer. On a 1027 au QNH, rappelez au Saanich. Gut landen. Ich würde tatsächlich noch Retour gehen. Ins Tal da hinten. Hier unten gibt es auch Grasfelder. Bravo Hotel de Genève, bonjour. Da sind bestimmt viele Steine und dann Fokusflugzeug natürlich so. Bravo Hotel bien reçu. En 1027 au QNH correct, affiché 5101 au transpondeur et rappelez-moi en vue d'Annemasse. Alpha Tango, indiqué la suite de la route. Alpha Tango reçu, rappelez-moi l'approche de Koya. Französisch. Papa Lima Lima, Geneva, bonjour. Wenn Französisch geredet wird, muss man schauen, dass man nicht dazwischen quatscht. And Hotel Uniform Quebec is passing Gemi at 9,500 feet, descending now for Apollo Cerrado. Hotel Uniform Quebec, Roger. And I don't think I can contact you in the valley. Should I change? Fox, Hotel Fox, Bravo, Bravo de Genève, je vous rappelle. Hotel Uniform Quebec, that's right. We're going to lose radio contact. You may leave Rarogne 129.880. Good day.
129 National 880, goodbye, and confirm TMA not active. I confirm TMA is not active. Merci beaucoup, au revoir, Hotel Uniform Quebec. And Hotel Delta Mike. So, Approach-Briefen Raron. Meistens bis zur 2.8 in Benutzung, außer der Wind ist anders. Rechts Sion, Platz 3200 Fuß. Es ist Linksplatzrunde für Piste 2.8 und wenn nicht, wird es automatisch eine weitere Linksplatzrunde für Piste 1.0. Wir werden den Windsack natürlich beobachten. Alles gut. Raron, Hotel Bravo, Echo Uniform Quebec, start wall, descending currently position, beginning of valley, Turtman, 7,800 feet, and descending for traffic pattern 3,200, for downwind 28. Ja, dann der Mitchell schon mal vor Richtung. Aber die Giete, da ist Raron schon. Müssen auf Seilbahnseile aufpassen. Da hinten sehen wir die Brücke von der Templonpass. Und ja, Raron ist ein schöner Flugplatz. Nicht allzu schwer, aber Platzrunde, ja, hat so seine Eigenheiten. Der vordere Pisteteil, es gibt nämlich zwei Teile in Raron. Ich nehme den vordere, der hintere ist nicht mehr offen, geschlossen. Oh. Immer auch schauen auf Flugverkehr hier im Rhonetal. Links der Zug, Eisenbahnlinie Richtung Hoppenstein, wo der Autozug auf Kandersteg geht. And Hotel Uniform Quebec is beginning of downwind runway 28, passing 4,100 feet, descending for 3,200. Da ist ein Seilbahnseil. So, wenn wir die Platzrunde jetzt folgen, müsste das gut kommen. Ja. Da unten auch. Jetzt gilt Geschwindigkeit zu reduzieren. First Flaps. Windsack. Hängt. Hängt nicht. Fluctuate. That's fluctuate. On approach, 70 knots. Jetzt haben wir 80 knots. Approach sectors clear. Right, booster pump on. Landing lights on. Wieder ein. Mixture forage. Full flaps. Hotel Uniform Quebec, short final 28, full stop at Raron. Da sind wir wieder. Endlich wieder in Raron. So, das geht alles aus. Booster Pump also off. Ja, sehr schön sind wir wieder im Wallis. So, jetzt werde ich mal kurz mit dem Zug nach Visp. Da steht ein Auto, aber vielleicht gehört er auch zum Flugplatz. So wie das aussieht. And Hotel Uniform Quebec is clear of runway at Raron. Wir sollten nicht stehen bleiben. Hinten. Aircraft Parking. Ja, das ist also hier. Machen wir das doch. Im Wallis da hast ein sonniger Herbst. Im Wallis gibt's viel Sonne.
es bleiben alle gar her. Wohl ist der Sonne, wohl ist der Wein, nix auf der Welt kann wacher sein. Wohl ist der Sonne, wohl ist der Wein, nix auf der Welt kann wacher sein. Mit diesen Übungsmanöver von der Air Zermatt, welche nebenan ein Helipad betreibt, sind wir auch bereits am Ende der ersten Folge einer neuen Videostaffel angekommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart, trotz erneuter Übersteuerung der Funkaufnahmen. Leider waren einige Flüge in der letzten Zeit wieder davon betroffen. Mittlerweile haben wir das Splitterkabel ausgetauscht und die Einstellungen am Aufnahmegerät angepasst, sodass die Qualität in Zukunft sich verbessern wird. Zum Bahnhof Raron gelangt man zu Fuß in 15 Minuten, wo alle 30 Minuten Züge nach Brick oder Sion fahren. Es gibt aber auch eine Abkürzung per Bus, welche direkt am Flugplatz vorbeifährt. In der nächsten Folge werden wir niemand weniger als Martin Pauli an Bord begrüßen dürfen. Er betreibt einen wunderbaren YouTube-Kanal, wo er mit seinem Bonanza quer durch die Vereinigten Staaten fliegt und sein Know-how weiter mit seiner Community teilt. In einer Lightwing AC4 fliegen wir gemeinsam von meiner zweiten Homebase Bourgs ins Berner Oberland, wo wir uns den imposanten Eiger Nordwand aus der Nähe anschauen werden. Aufgrund vom Wetter verspricht es allerdings ein nicht ganz trivialer Flug zu werden. Abonnieren lohnt sich und schau natürlich auch bereits gern bei Martin selber rein. Bis dahin wünschen wir euch viele sichere Flugstunden und bis bald. Auf Wiedersehen miteinander.